Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia. Wir befinden uns hier mitten in unserem neuen Italienabschnitt und zwar an der Amalfiküste. Und warum sind wir an der Amalfiküste? Weil es echt ein Meisterwerk geworden ist, was der Gerhard Dauscher, unser Obermodellbauer nenne ich ihn immer, also der hier alles plant und leitet, was den Modellbau betrifft, hier geplant hat. Das ist unfassbar, man muss sich das vorstellen. Wir setzen uns zusammen hin, dann entstehen riesen Listen, wenn man an Italien denkt, was können wir da bauen, und dann haben wir alle Bilder im Kopf und stellen uns das so und so vor. Aber wir sind nicht in der Lage, daraus einen Plan zu machen, beziehungsweise den Modellbauern zu sagen, so stelle ich mir das vor. Dafür schließt sich Gerhard ein. Bei den alten Bauabschnitten hat das meistens so 1-2 Monate gedauert. Hier hat es ein Jahr gedauert. Und wir haben uns schon manchmal gefragt, was machst du denn eigentlich die ganze Zeit? Bei der Papstwahl dauert das ja auch mal ein bisschen länger und bei ihm war das dann ähnlich. Plötzlich kam der weiße Rauch raus und Gerhard stand mit seinem Plan da. Und dann haben wir drauf geguckt und haben gesagt, okay, ja, es sieht nach Italien aus, aber man konnte sich immer noch nicht so richtig vorstellen, was ist jetzt das Besondere an unserem Italien? Und jetzt, 1,5 Jahre später, nachdem wir hier an der Amalfiküste angefangen haben zu bauen, sehen wir, was er sich da wirklich für ein Meisterwerk überlegt hat. Warum das so wahnsinnig anspruchsvoll ist und ich glaube 6 oder 7 Mal so lange gedauert hat wie ein Quadratmeter im ersten Bauabschnitt, das kannst du uns am besten sagen. Du kannst vielleicht mal am besten erzählen, warum hast du ein Jahr gebraucht, das zu planen? Ja, die erste Schwierigkeit ist erstmal, das Land kennenzulernen. Also man muss erstmal wissen, welche Regionen hat das Land und was ist für uns da interessant nachzubauen. Und dann kommt man als nächstes natürlich in den Süden Italiens und entdeckt die Amalfiküsten und stellt fest, wow, ist das ein Riesending. Ne? Da möchte man am liebsten alles nachbauen, aber da müssen wir uns natürlich beschränken auf die wesentlichen Bauwerke, die wir zeigen wollen. Und dann kommt auch noch dazu, man muss Land und Leute verstehen. Also man muss auch die Menschen verstehen. Wie leben die? Warum sieht das Haus jetzt so aus, wie wir hier es gebaut haben? Was für Geschichte verbirgt sich dahinter? Die Aura von einem Gebäude, das muss man verstehen. Und das lernt man natürlich am besten verstehen, wenn man direkt vor Ort ist. Aber wie kriegst du das hin, das auf einen Plan zu zeichnen? Du hast ja eine Vorstellung, die packst du auf den Plan und dann erklärst du es den Modellbauern wieder, wie sie es umsetzen. Das kann ich mir sehr gut konkret so vorstellen. Es ist ja so, dass die ganzen Fotos, die ich mir so reinbutter, dass die irgendwie im Kopf gemischt werden. Wie das funktioniert, kann ich nicht erklären. Ja, guck mal hier durch. Also hast du gewusst, dass dieser Blick hier durch, also den müsst ihr euch wirklich anschauen. Das ist sensationell. Man guckt hier durch diverse Brücken durch, kann sich sozusagen noch so ein bisschen auf die Seite stellen, kann um die Ecke rumgucken. Das Ganze von der anderen Seite kann man sich also auch noch mal um die Ecke rumgucken. Von dort sieht man wieder ein bisschen von dem Winkel. Hast du dir das alles so vorgestellt oder bist du selbst erstaunt, wie schön diese Blickwinkel geworden sind? Also genau nach den Punkten habe ich natürlich gesucht. Und ich bin selber gern viel in der Natur unterwegs und ich mag es immer gern, wenn man in eine Schlucht reinläuft, aber kann nicht alles sehen, sondern weiß da hinten, da kommt noch irgendwas oder dann ist irgendwie ein Felsbrocken, der die Schlucht verquert oder so. Das finde ich immer richtig super spannend. Und ich habe dann schon die Bilder im Kopf, ich möchte eine Schlucht bauen, die sehr eng ist, wo man nicht alles sofort erkennen kann. Ich möchte gern, dass irgendein Felsbrocken irgendwas verbirgt, zum Beispiel ein Haus, was dahinter ist oder irgendeine Szenerie am Strand. Und dann gibt es schon so Bilder, so in etwa stelle ich mir die Berge vor. Aber das Konkrete entsteht dann wirklich hier beim Bauen. Kannst du dich erinnern, als ich gekommen bin und gesagt habe, mir gefällt die Farbe von dem Berg nicht? Ja. Weißt du noch, was du mir gesagt hast? Du hast mir gesagt, wart doch mal ab, Frederik. Ich kann ja immer nicht abwarten. Ne? Aber da habe ich schon wieder gedacht, Mensch, ich habe andere Bilder in meinem Kopf. Heute sieht es genau so aus, wie es sein muss. Es sieht ganz genau so aus. Auch, dass die Farbe hier vorne eine andere ist als die da hinten. Aber im Zusammenspiel das so natürlich aussehen soll. Wie machst du das? Es ist ja so, so ein Modellbauabschnitt ist ein Prozess. Und man fängt in einer kleinen Ecke an, experimentiert viel mit den Farben und weiß dann, okay, das ist schon mal eine gute Richtung, aber wir können von der Farbe noch heller oder später dunkler werden. Das hilft uns dann für den weiteren Bauabschnitt noch die Veränderungen in die richtigen Bahnen zu leiten. Aber das Entscheidende war für mich immer, ich möchte gerne, dass die Landschaft schon wie ein Gemälde wirkt. Also dass man nicht nur an knallharten Realismus nachbaut, sondern schon das Ganze in Farben taucht, die einfach faszinieren, die das Ganze in eine schöne Stimmung tauchen. Aber das eine ist ja, dass du diese Farben sozusagen in deinem Kopf hast. Das andere ist, wie vermittelst du es an unsere tollen Wunderländer? Das haben sensationelle Leute hier gebaut, die irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hatten, verstanden zu haben, wie es aussieht, haben dann ihre Nuancen mit reingebracht, wie sie sich es vorstellen. Und letztendlich ist es so homogen geworden, bei so vielen tollen Köpfen, die mitgebaut haben. Wie leitest du das? Das ist auf jeden Fall was ganz Wundersames, wie man sowas rüberbringt. Das ist erstmal ganz viel reden und erzählen, Bilder zeigen und Stimmungen erklären und dunkle Schlucht und vermoost und verwildert oder rau oder düster. Man soll Angst haben, wenn man in die Schlucht reinblickt. Das sind so ganz wichtige Begriffe, mit denen wir hier arbeiten. Und dann ist aber schon auch das Wundersame, dass die Leute irgendwann das Bild in ihre Köpfe reinsaugen.
Der eine hat ein anderes Bild als der andere. Das muss ja irgendwie matchen, das muss zusammenpassen. Das lässt sich dann hier am Bauen ganz gut vergleichen. Ne? Also wir sprechen uns dann ab mit den ganzen Farbtönen. Die Farben werden so einmal so grundsätzlich definiert, mit denen die Leute zu arbeiten haben. Und dann die Berge werden nach Fotovorbild geschnitzt und das kann man dann auch wieder abschauen. Und dann wechseln wir aber. Manchmal tauschen wir einfach die Leute aus, sodass ihr das Ganze im Berg mischt. Also es ist auf jeden Fall phänomenal, das zu beobachten. Wir wissen, dass es funktioniert, wir sehen das jeden Tag, aber wir wollen euch ja auch ein bisschen mitnehmen auf diese Reise. Wenn ihr mal im Wunderland seid, schaut euch nicht nur das, was fertig ist, an, sondern schaut den Modellbauern wirklich mal über die Schulter. Das ist was ganz Besonderes und das ist wirklich so was Besonderes ist, über das wir gerade reden. Das zeigt euch Gerd einfach mal. Stellt doch mal sozusagen uns mal die Highlights der Amalfiküste vor. Jo, dann geht's los. Die größte Aufgabe ist immer die Gestaltung des Felsens. Nicht nur, dass er original wird, sondern er soll sogar noch schöner oder märchenhafter werden oder spannender. Und da haben sich unsere Gipsmodellbauer ziemlich viel dabei gedacht, wie sie das umsetzen. Unter anderem haben die Gips in Scheiben gegossen und dann zerbrochen und dann aufeinander geschichtet. So entsteht eine ganz natürliche Steinschichtung. Dann kommt aber noch dazu, das ist ja Kalksandstein. Da gibt es viel Auswaschungen durchs Bergwasser. Das ergibt dann wieder ganz andere Farben und man sieht dann Kalkablagerungen an den Bergen. Das sieht dann schon fast wie eine Tropfsteinhöhle aus. Auch das muss man dann irgendwie farblich und modellbauerisch rumbringen. Und da haben sie unsere Modellbauer Bindfäden genommen, die mit Gips eingeschmiert und dann so gegen den Fels geklebt. Das gibt dann ein ganz besonderes realistisches Bild. Und vor allem, es erhöht die Abwechslung. Also es gibt dann selbst in einem Berg, in einer Felswand, gibt es viele Kleinigkeiten noch zusätzlich zu entdecken. Eine kleine Besonderheit ist für mich der Fiordo di Furore. Das ist eine kleine Schlucht an der Amalfiküste mit einem kleinen Fischerdorf. Das Fischerdorf ist in den Fels reingebaut, so etagenmäßig immer nach oben gebaut. Und das Besondere an dem Dorf ist, jedes Haus ist nur durch ganz viele Treppen zu erreichen, was für uns im Modellbau natürlich eine ganz große Herausforderung stellt. Wie konzipieren wir die ganzen Treppen bis ganz nach oben hin? Ein ganz typisches Bild für die Amalfiküste sind die ganzen Weinberge, so an den Hängen. Überall, wo nur 1 Quadratmeter Platz ist, wurde eine kleine Terrasse gebaut und Wein angepflanzt. Das besonders Aufwendige für uns Modellbauer war hier so die ganzen Mauern zu setzen mit den Treppen, damit das alles hier hochgeht und natürlich die ganzen einzelnen Weinstöcke alle zu setzen. Wir haben hier mehrere tausend Weinreben gesetzt, da ist man allein schon 3-4 Wochen beschäftigt. Hinter dieser Burg verbirgt sich etwas ganz Besonderes. Da bin ich schon mal gespannt, das wirklich komplett fertig zu sehen. Die soll nämlich dann mal im Einsatz rauchen und mit ganz viel so Lichtillumination beleuchtet werden. Das Besondere für unsere Modellbauer und Elektroniker ist, dass das Ganze zerlegbar sein muss. Man muss innen rankommen an die ganze Technik. Da sind Hunderte von Rauchschläuchen bis nach unten verlegt, die dann später mal den Rauch auf das ganze Gebäude verteilen. Überall hier sind LEDs versteckt, im Fels, im Gebäude, damit das ein ganz kunterbuntes Lichtermeer wird. Hier ist jetzt ein kleines Stück Leben zu sehen, so wie wir uns das natürlich eher als Karikatur vorstellen. Aber wichtig sind uns die ganz vielen kleinen Details und Szenen, die jetzt hier am Strand zu sehen sind. Und hier hatten wir uns einfach mal gedacht, naja, so könnte ein Spaghettifest aussehen. Der Wasserfall in der engen Schlucht ist nicht irgendein Wasserfall, sondern ein ganz besonderer. Das ist der erste Wasserfall im Miniaturwunderland, der mit Lichtillumination sich bewegen soll. Also das heißt, mit bestimmten angeordneten LEDs und Lichterketten soll es so den Eindruck erwecken, als würde das Wasser wirklich von oben nach unten stürzen. Hier die Trulli-Häuser haben uns vor eine ganz besondere Herausforderung gestellt. Wir wussten nicht, wie wir die vielen einzelnen Steine herstellen sollten, die den Kegel ausmachen. Und da ist ein Mitarbeiter auf die Idee gekommen, das Ganze als Urmodell herzustellen, abzuformen und dann im Schleuderverfahren die ganzen Kegel zu gießen. Ruinen sind für uns Modellbauer immer die besondere Begeisterung. Da kann man sie in der Fantasie voll austoben. Aber die sind verdammt schwierig herzustellen. Die ganzen einzelnen Steine, die müssen graviert, geschlitzt und geschnitzt werden. Das ist sehr aufwendig. So haben wir uns auch hier gedacht, wir müssen uns da ein paar Formen machen, müssen verschiedene Wände gießen und die dann später einzeln wieder zusammensetzen als eine Ruine. Ganz besonders hier sind auch, man kann hier noch das alte Dach und die Dachbalken erkennen. Wir müssen ja später nochmal irgendwie an die Landschaft rankommen, zum Staubsaugen für Reparaturen oder um entgleiste Züge herunterzuholen. Deshalb haben wir so Klappen eingebaut. Das Besondere an den Klappen sind, wir haben die gleich von Anfang an mit eingeplant. Da unten im Holz ist alles hohl und frei, man kommt da gut hoch. Hier an der Stelle müssen jetzt nur die letzten Handgriffe gemacht werden, da fehlen noch Gebäude, die baut Dobi noch und Nikolas. Und was man aber jetzt hier schon an der Stimmung erahnen kann, das wird Atrani und das ist so typisch
süditalienische Stadt. Wenn ihr euch mal hier runter beugt und hier durch den Viadukt in den Marktplatz guckt oder auf den Dachflächen das ganze verspielte kleine Leben seht, dann kann man sich schon ungefähr denken, was da noch an Spannung und Überraschung auf uns alle zukommt. Ja, 14 Jahre Wunderland. Wir bauen jetzt seit 14 Jahren und ich muss ehrlich sagen, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich die neuen Werke mir anschaue. Es ist ehrlich gesagt das höchste Gut, was es auf der Welt gibt, wenn man morgens mit dem Lächeln aufsteht und es kaum erwarten kann, zu seiner Arbeit zu kommen. Und so geht es eigentlich fast allen hier bei uns im Wunderland. Wir haben nur alle eins gemeinsam, wir können es nicht erwarten, dass es endlich fertig wird. Also danke, lieber Gerd, ich glaube, das hast du uns großartig vorgestellt und wir können es kaum erwarten, bis dieser Traum endlich Wirklichkeit ist und die ersten Besucher sich unser fertige Amalfiküste anschauen. Das war's für heute. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick in die Amalfiküste und in dieses kleine Meisterwerk geben. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!